Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in unserem absoluten Lieblingsmuseum, nämlich im Museum Barberini in Potsdam. Und was gibt es diesmal zu sehen in einer Ausstellung, die am 18. November 2023 beginnt? Es geht um Edvard Munch. Edvard Munch hier in einem Selbstbildnis zu sehen. Ja, was wird thematisiert in dieser Ausstellung? Die heißt Lebenslandschaft, Edvard Munch, Lebenslandschaft. Es werden gezeigt über 110 Bilder des Malers. Und zwar beschäftigt man sich, wie gesagt, das erste Mal mit der Naturliebe des Malers. Ja, selbst wenn ihr euch nicht mit Malerei und Kunst beschäftigt, ich glaube, das Bild Der Schrei von Edvard Munch ist sicherlich den meisten bekannt. Und das ist übrigens eines der teuersten Werke des 20. Jahrhunderts. Es wurde einmal für 120 Millionen $ versteigert. Also wenn ihr auch die Faszination der Malerei erleben wollt, dann wäre hier ein Besuch in Potsdam unbedingt empfehlenswert. Munch war ja eingeladen worden nach Berlin zu einer Ausstellung 1892. Das war der Durchbruch der Moderne, weil diese Ausstellung geschlossen wurde. Gerade in der Berlinischen Galerie ist das Thema. Und wir haben auch diese Bilder aus dieser Zeit, den 90er Jahren, weil es dort beginnt eigentlich auch das Landschaftsthema, seine Faszination für die Natur. Aber da ist vor allen Dingen die Figur immer im Zentrum und er entwickelt das dann sehr stark, vor allen Dingen auch in den 1910er Jahren, wo er eine ganz andere Naturauffassung bekommt. Alles hängt mit allem zusammen und die Sonne ist sozusagen die heilende, lebensspendende Kraft. Und das hat uns interessiert, weil das für uns ja heute ganz anders ist. In Zeiten der Klimaerwärmung sind wir ja eher, fürchten wir die Sonne, fürchten wir die Intensität. Und wir haben dann aber festgestellt, dass Munch zu der Generation gehörte von Menschen, die zum allerersten Mal sich Gedanken gemacht haben, auch über das Verhältnis von Mensch und Kosmos und auch über Umweltfragen. Und seine Klimaangst ist hier das Thema. Allerdings hatte er in den Schneebildern und Sturmbildern sieht man das vor allen Dingen vor einer neuen Eiszeit Sorge. Wir haben einen Raum im Raum hier aufgebaut, um die Vorarbeiten für die Aula der Universität Oslo zeigen zu können. Und damit kehren seit 110 Jahren zum ersten Mal zurück wieder die Bilder, die Munch in Berlin in der Sezession ausgestellt hat. Das war zu einem Zeitpunkt, wo er den Auftrag für Oslo noch nicht hatte. Und dann hatte er eine riesentolle Presse und die Berliner haben eigentlich mitgeholfen, dass er dann in Oslo den Auftrag bekommen hat und man heute noch die Wandbilder in der Osloer Aula sehen kann. Zum allerersten Mal werden Munchs Landschaften untersucht und das ist eine Überraschung. Es gibt mehr als die Hälfte in seinem Werk sind eben Landschaftsdarstellungen und es gibt keine Ausstellung bislang zu dem Thema. Und das hat ihn sein ganzes Leben lang beschäftigt, im Grunde vom Schrei in den 1890er Jahren bis zu diesen Sonnendarstellungen in den Wandbildern der Universität Oslo. Ja, es ist eine Ausstellung, die so überraschend ist und so vielfältig. Und wir haben ganz tolle Leihgaben vom Munch-Museum, aber auch vom Museum of Modern Art, von der Tate, vom Musée d'Orsay und vielen deutschen Partnern wie dem Essener Volkwang-Museum oder dem von der Alt-Museum in Wuppertal. Und das ist sehr schön, dass wir es jetzt auch in Kombination mit der Ausstellung der Berlinischen Galerie zeigen können. Also für die nächsten 8 Wochen gibt es hier wirklich sehr viel Munch zu sehen.